Quizfrage. Was ist wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage von Studierenden während einer Lehrveranstaltung? Richtig. Kommt das in der Prüfung dran? Ich zeige Ihnen, wie Sie diese Fokussierung der Studierenden auf die Prüfung nutzen können, um Ihre Lehrveranstaltung so zu planen und zu gestalten, dass Ihre Studierenden das lernen, was Sie wichtig finden. Um das zu tun, möchte ich Sie einladen, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen und zurückzugehen in die Zeit, in der Sie so 17 Jahre alt waren, vielleicht so ein halbes Jahr vor Ihrem 18. Geburtstag. Was war in dieser Zeit wichtig? Jungs oder Mädels? Party vielleicht? Unabhängigkeit? Und ich glaube, für viele von uns war vor allem eins wichtig: endlich den eigenen Autoführerschein machen. Sie hatten also ein sehr klares Ziel. Sie wollten in der Lage sein, ein Auto sicher und legal im Straßenverkehr führen zu können. Was haben Sie dafür gemacht? Sie werden sich eine Fahrschule gesucht haben, die Ihnen genau die Gelegenheit gegeben hat, die theoretischen Inhalte und auch die praktischen Fertigkeiten zu erlernen, die Sie brauchten, um Ihrem Ziel, dem Autoführerschein, ein Stück näher zu kommen. Wahrscheinlich hatten Sie am Anfang ein paar theoretische Stunden, ein Fahrlehrer, eine Fahrlehrerin wird mit Ihnen typische Situationen aus dem Fahralltag durchgesprochen haben und Ihnen alle wichtigen Regeln erklärt haben. Vielleicht haben Sie dann auch zu Hause mit ein paar Büchern gelernt, Fragebögen durchgemacht oder sogar schon eine App genutzt. Dann irgendwann werden Sie auch praktische Fahrstunden gemacht haben. Vielleicht haben Sie so wie ich auf einem Parkplatz angefangen, haben erstmal alle Spiegel eingestellt, haben versucht, die Kupplung kommen zu lassen, irgendwann das Anfahren am Berg geübt, sind auf die Autobahn gefahren und so weiter. Das heißt, Sie haben schrittweise immer wieder das eingeübt, was Sie brauchten, um Ihrem Ziel näher zu kommen. Irgendwann war der große Tag da. Ihr Fahrlehrer, Ihre Fahrlehrerin wird gesagt haben, jetzt sind Sie fit genug, wir melden Sie für die Prüfung an. Wie sah die Prüfung aus? Sie werden eine Theorieprüfung gehabt haben, wo Sie zeigen mussten, dass Sie alle theoretisch gelernten Inhalte auch beherrschen. Und Sie werden eine praktische Fahrprüfung gehabt haben, wo Sie auch zeigen mussten, dass Sie alle praktischen Fertigkeiten besitzen und auch die zuvor gelernten theoretischen Inhalte praktisch anwenden können, um ein Auto fahren zu können. Wenn es gut gegangen ist, haben Sie das einmal gemacht. Manche von uns werden das auch öfter gemacht haben, aber irgendwann hatten Sie dann Ihr Ziel erreicht. Das heißt, hier waren diese 3 Sachen, Ziel, die Methoden und auch die Prüfung, ganz wunderbar aufeinander abgestimmt. Stellen Sie sich jetzt folgende Situation vor. In der Prüfung kommt Ihr Prüfer auf Sie zu und sagt, um Ihren Autoführerschein zu bekommen, zeigen Sie mir doch bitte, dass Sie in der Lage sind, einen 7,5 Tonner mit Anhänger im Straßenverkehr sicher führen zu können. Zugegeben, in der Realität wird das wahrscheinlich nicht passieren und in diesem Beispiel ist die Nichtpassung dieser 3 Elemente auch sehr offensichtlich. In unserer Lehre wiederum ist es nicht so einfach zu sehen, ob die 3 Elemente zusammenpassen und es ist auch nicht so einfach, diese Passung herzustellen. Weil unsere Studierenden natürlich die Prüfung bestehen wollen, sind sie oft verunsichert, ob das, was in der Lehrveranstaltung besprochen wird, dann auch tatsächlich abgeprüft wird. Und deswegen stellen die so oft die Frage, kommt das in der Prüfung dran? Wenn Sie Ihre Lehrveranstaltung jetzt so wie in diesem Beispiel planen, das heißt, wenn Sie erstmal Ziele festlegen, angestrebte Lernergebnisse definieren, die festlegen, was Ihre Studierenden können, was sie wissen sollen, was sie in der Lage sein sollen zu tun und sie sich dann überlegen, mit welchen Lehr- und Lernmethoden Ihre Studierenden diese Ziele erreichen können und sie dann wiederum auch die Prüfung darauf abstimmen, dann werden Ihre Studierenden immer noch die Frage stellen, kommt das in der Prüfung dran? Sie werden aber auch ganz automatisch das lernen, was Sie wichtig finden. Dieses Konzept nennt sich Constructive Alignment, entwickelt wurde es von John Biggs. Und wenn Sie Ideen bekommen möchten, wie Sie dieses Konzept in Ihrer Lehrveranstaltung umsetzen, dann empfehle ich Ihnen das Video von meiner Kollegin Alexandra Strasser, auch zum Thema Constructive Alignment, oder Sie kommen in einer unserer Kurse.